Ist Autismus eine psychische Störung oder eine Krankheit oder eine Behinderung? Oder ist Autismus vielleicht sogar normal? Am Ende des Videos werdet ihr es wissen und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was Autismus ist, und am Ende des Videos könnt ihr eure Vermutung mit der Antwort vergleichen. Also wenn ihr wollt, stoppt jetzt das Video und schreibt eure Vermutung in die Kommentare. Mein Name ist Tina, ich bin Psychologin und ich mache Videos zum Thema Autismus. In diesem Video verwende ich folgende Begriffe: psychische Störung versus Krankheit, Symptom, Syndrom, Sommationsdiagnose, ICD-10. Wenn euch diese Begriffe nicht bekannt sind, dann würde ich euch empfehlen, euch zunächst mein Video "Was ist eine psychische Störung?" anzuschauen, denn dort erkläre ich diese Begriffe. Und ohne dass man diese Begriffe kennt, ist dieses Video hier vielleicht nicht so ganz einfach zu verstehen. Ich verlinke euch die Videos untereinander und ich schreibe außerdem die Links zum jeweils anderen Video in die Infoboxen, sodass es also kein Problem sein wird, das jeweils andere Video zu finden. Aber jetzt fangen wir an. Autismus zu haben heißt nichts anderes als ein autistisches Syndrom zu haben. Autismus zu haben heißt also, aus einer Menge von autistischen Symptomen eine genügend große Anzahl davon zu haben. Jedes einzelne autistische Merkmal kann in unterschiedlicher Intensität bzw. Stärke vorhanden sein und daraus ergibt sich die große Vielfalt, warum Autismus bei jedem Autisten anders aussieht. Auch neurotypische, also nicht autistische Menschen haben einzelne autistische Merkmale. Das Wort neurotypisch heißt nicht autistisch. Und wenn euch das Wort neurotypisch nicht so geläufig ist und ihr gern mehr über das Wort wissen wollt, könnt ihr euch gern mein Video "Was heißt neurotypisch?" anschauen. Ich setze euch einen Link dazu in die Infobox. Jedenfalls, auch neurotypische Menschen haben autistische Merkmale, genauso wie Autisten nicht nur autistische Merkmale haben, sondern auch einige neurotypische Merkmale. Auch Autisten haben nicht autistische Eigenschaften, der eine mehr, der andere weniger. Neurotypen haben nur deutlich weniger autistische Merkmale als Autisten, doch die Grenzziehung ist schwierig. Es gibt da diejenigen, die eindeutig Autisten sind, weil sie genügend viele autistische Merkmale haben, und es gibt diejenigen Menschen mit autistischen Merkmalen, die eindeutig neurotypisch sind, weil sie viel zu wenige autistische Merkmale haben. Doch zwischen Neurotypen und Autisten gibt es diese Grauzone, das heißt Menschen, bei denen es schwierig ist zu sagen, ob sie neurotypisch oder autistisch sind, denn sie scheinen zu wenig autistische Merkmale zu haben, um Autist zu sein, sie scheinen aber auch andererseits zu viele autistische Merkmale zu haben, um voll neurotypisch zu sein. Es lässt sich leider nicht sagen, wo genau die Grenzen sind zwischen Neurotypismus und Grauzone und Autismus, denn die Übergänge sind fließend und daher ist es in manchen Einzelfällen schwierig zu entscheiden, ob einer Autist oder Neurotyp ist. Autistische Merkmale können nachteilig oder vorteilhaft sein. Niemand freut sich über die Nachteile, das ist klar. Jedoch bietet Autismus auch so viele Vorteile, dass viele Autisten stolz auf ihre vorteilhaften autistischen Merkmale sind, sich mit ihnen identifizieren und sie nicht hergeben wollen. Es wäre falsch zu sagen, dass Autismus insgesamt gesehen in jedem Fall nachteilig ist. Es gibt Autisten, die ihr Leben ohne Unterstützung erfolgreich und zufrieden leben. Am anderen Ende haben wir die Autisten, die rund um die Uhr Betreuung brauchen, und wir haben das ganze Spektrum zwischendurch. Wie stark Autismus einschränkt, hängt von 3 Dingen ab. Zum ersten von den nachteiligen autistischen Eigenschaften, wie viel derjenige Autist davon hat und wie stark die sind. Das bedarf keiner weiteren Erklärung, dass autistische Merkmale umso mehr einschränken, umso nachteiliger sie sind und umso mehr und umso stärker man sie hat. Wie stark Autismus einschränkt, hängt auch von den Kompensationsstrategien des jeweiligen Autisten ab. Autisten können manche Dinge schlechter als Neurotypen, doch es ist bis zu einem gewissen Grad möglich zu kompensieren. Ich gebe euch ein Beispiel für eine menschliche Kompensationsstrategie, nicht bezogen auf Autismus. Wir Menschen, wir können nicht fliegen, aber wir können uns Flugzeuge bauen und mit diesen Flugzeugen können wir Menschen fliegen, obwohl wir gar nicht fliegen können. Die Flugzeuge sind unsere Kompensationsstrategie. So ähnlich ist es im Autismus. Was Autisten nicht oder nicht so gut wie Neurotypen können, können sie bis zu einem gewissen Grad mit Kompensationsstrategien überwinden. Manche können so gut kompensieren, dass ihr autistischer Nachteil gar nicht mehr ins Gewicht fällt und komplett überdeckt wird.
Wie gut man kompensieren kann, hängt zum einen davon ab, wie stark die einschränkenden autistischen Merkmale sind. Denn, das kann man sich leicht vorstellen, umso stärker das einschränkende Merkmal ausgeprägt ist, umso schwieriger ist es zu kompensieren. Zum anderen hängt das natürlich davon ab, wie viele andere Fähigkeiten ein Autist hat, die er zum Kompensieren benutzen kann. Denn jeder Autist ist anders gut in der Lage zu kompensieren. Kompensationsstrategien können übrigens bis zu einem gewissen Grad bewusst erlernt werden. Wie stark Autismus einschränkt, hängt also zum ersten von den nachteiligen autistischen Symptomen ab, wie viele man davon hat und wie stark die sind. Zweitens hängt es von den individuellen Kompensationsstrategien ab und drittens von der Umgebung. Zur Umgebung gehört zum einen die, ich nenne es mal, dingliche Umgebung, zum Beispiel, ob die Umgebung eher reizarm oder reizüberflutend ist. Autisten tut eine reizarme Umgebung besser. Zur Umgebung gehören aber natürlich auch die Mitmenschen des Autisten, wie sie sich dem Autisten gegenüber verhalten, also ob sie zum Beispiel akzeptierend sind oder vielleicht eher diskriminierend. Autisten werden häufig, einfach nur weil sie anders sind, diskriminiert, gemobbt und so weiter. Und glaubt mir, Diskriminierung ist für Autisten mit Abstand das größte einschränkende Problem. Autismus schränkt also viele Autisten aufgrund unterschiedlicher Gründe verschieden stark ein. Zurück zur Ausgangsfrage. Autismus ist im ICD-10 als Summationsdiagnose konzipiert. Man geht davon aus, dass dem im ICD-10 beschriebenen autistischen Syndrom bestimmte Ursachen zugrunde liegen. Wie im vorigen Video beschrieben, kann es für ein und dasselbe Syndrom völlig unterschiedliche Ursachen geben und genau das ist bei Autismus der Fall. Man kennt die Ursachen zwar nicht alle bis ins Letzte, aber ein klein wenig weiß man schon. Man schätzt, dass 10% der Autisten ihren Autismus sekundär erworben haben. Damit meint man, dass in diesen Fällen Autismus Folge einer identifizierbaren Erkrankung ist. Solche Krankheiten sind zum Beispiel genetische Krankheiten wie das Rett-Syndrom oder das fragile X-Syndrom. Aber auch Infektionskrankheiten können Autismus verursachen, wie zum Beispiel eine intrauterine Rötelninfektion, also eine Rötelninfektion noch vor der Geburt im Mutterleib, oder eine Herpesenzephalitis, also eine Gehirnentzündung aufgrund von Herpesviren. Für die übrigen 90% der Autisten, also für die große Mehrheit der Autisten, geht man davon aus, dass ihr Autismus durch Hunderte von Genen verursacht wird, die auf noch unbekannte Art und Weise miteinander zusammenwirken und zusammen Autismus verursachen. Diese Art des Autismus nennt man primären Autismus. Beim primären Autismus kann man also keinen eigentlichen Auslöser für den Autismus benennen. Bei Menschen mit primärem Autismus findet man häufig in der Familie weitere Familienmitglieder, die entweder ebenfalls autistisch sind oder deutlich viele autistische Merkmale haben. Und umso größer die Familie ist, umso deutlicher kann man das beobachten. Das zeigt die Erblichkeit des primären Autismus. Der primäre Autismus ist einem sozusagen in die Wiege gelegt. Beim sekundären Autismus findet man keine familiäre Häufung. Das heißt, der wurde einem nicht in die Wiege gelegt. Ja, wie sollte das auch? Es gibt ja einen konkreten Auslöser, der bei dieser Person Autismus gemacht hat. Nun aber zur Auflösung, was Autismus eigentlich ist. Möchte man eine offizielle Autismusdiagnose, muss man sich eine Diagnose gemäß ICD-10 geben lassen. Autismus wird im ICD-10 als psychische Störung geführt. Das heißt, gemäß ICD-10 ist Autismus eine psychische Störung und keine Krankheit, weil alle psychischen Störungen keine Krankheiten sind, sondern psychische Syndrome. Ist Autismus sekundär verursacht, also Folge einer Krankheit, hat man einen identifizierbaren Auslöser und die Merkmale einer Krankheit treffen zu. Daher kann man sekundären Autismus als Krankheit bezeichnen. Allerdings, obwohl sekundärer Autismus der Sache nach eine Krankheit ist, gibt es Autismus offiziellerweise nur als psychische Störung. Im ICD-10 ist Autismus als psychische Störung aufgeführt und nach dem ICD-10 müssen alle Ärzte und Psychologen offiziell diagnostizieren. Beim primären Autismus treffen die Kriterien für eine Krankheit nicht zu. Daher handelt es sich beim primären Autismus immer um eine Störung, nicht um eine Krankheit. Allerdings handelt es sich immer nur dann um eine psychische Störung, wenn auch Leidensdruck da ist. Das heißt, wenn beim primären Autismus Leidensdruck nicht vorhanden ist oder nicht nennenswert vorhanden ist, handelt es sich in dem Fall nicht um eine psychische Störung. Wenn jemand sekundären Autismus hat, sich dieser Autismus aber nicht einschränkend bemerkbar macht,
liegt zwar eine Krankheit vor, jedoch eine Krankheit ohne Krankheitswert. Das heißt, man hat zwar die Krankheit, aber ist durch sie nicht beeinträchtigt. Das Wort krankheitswertig bezieht sich übrigens sowohl auf Krankheiten als auch auf psychische Störungen. Krankheiten führen meistens, aber nicht immer zu Krankheitswertigkeit. Psychische Störungen hingegen sind immer krankheitswertig, da man nur dann von einer psychischen Störung spricht, wenn auch krankheitswertiger Leidensdruck da ist und nicht nur die Symptome. Primärer Autismus in schwacher Ausprägung ist eine Normvariante und keine psychische Störung. Mit Normvariante meine ich, dass es sich zwar um eine andersartige, aber gesunde Form des menschlichen Daseins handelt. Die Person ist nicht oder nicht nennenswert durch ihren Autismus eingeschränkt. Ist Autismus eine Behinderung? Das kommt darauf an. Autismus ist nur dann eine Behinderung, wenn die Beeinträchtigungen durch den Autismus groß genug sind. Es gibt Fälle, wo die autistische Person trotz einiger nachteiliger autistischer Symptome nicht eingeschränkt genug ist, um als behindert gelten zu können. Wenn Autismus zu einer Behinderung führt, kann diese leicht oder mittel oder schwer oder auch sehr schwer sein. Ihr seht, dass das Spektrum an autistischen Erscheinungsbildern riesengroß ist, daher auch der Name Autismus-Spektrumsstörung. Wie stark die Einschränkungen sind, hängt, wie gesagt, nicht nur von den autistischen Merkmalen selber ab, sondern auch von Kompensationsstrategien, aber zu einem sehr großen Teil auch von der Umgebung. Und die Umgebungsbedingungen, die können sich ja ändern, damit dann aber auch der Grad der Beeinträchtigung. Für manche Autisten ist ihr Autismus übrigens auch nur zeitweilig beeinträchtigend. Das kann zum Beispiel daran liegen, wenn sich Umgebungsbedingungen ändern. Ihr habt sicherlich alle schon mal den Spruch gehört, behindert ist man nicht, behindert wird man von seiner Umgebung und auf Autismus trifft das auf jeden Fall zu. Ich habe übrigens ein sehr gutes Video gefunden, wo einer sehr gut erklärt, warum Autismus als Behinderung gelten kann, und wenn ich das Video nochmal finde, schreibe ich euch den Link dazu in die Infobox. Das größte Problem für Autisten sind jedenfalls nicht ihre autistischen Merkmale, sondern die Intoleranz einiger neurotypischer Mitmenschen gegenüber ihren autistischen Verhaltensweisen, das heißt Diskriminierung, sozialer Ausschluss, Mobbing etc. Aber was ist Autismus denn nun eigentlich? Was ist der gemeinsame Nenner? Autismus ist eine neurologische Besonderheit. Statt neurologisch kann man auch neuronal oder neurobiologisch sagen und statt Besonderheit kann man auch Entwicklungsbesonderheit sagen. Damit meint man, dass Autismus immer mit einem andersartig strukturierten Gehirn einhergeht. In meinem Video "Was heißt neurotypisch?" erkläre ich ein klein wenig mehr, was am autistischen Gehirn neurologisch besonders ist. Je nachdem, wie diese neurobiologische Besonderheit entstanden ist und wie sie sich äußert, ist Autismus mal eine normale Variante des menschlichen Daseins, mal eine psychische Störung, mal eine Krankheit, die zu einer leichten bis schwersten Behinderung führen kann, aber nicht muss. Das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich sehr bei euch fürs Zuschauen. Im nächsten Video soll es darum gehen, was autistische Züge sind und warum es für hochfunktionale Autisten schwer sein kann, eine Diagnose zu bekommen. Wenn ihr dieses Video nicht verpassen wollt oder wenn ihr ganz allgemein mehr über Autismus wissen wollt, dann abonniert gern diesen Kanal. Ich freue mich über jeden einzelnen Abonnenten und ich freue mich sehr, wenn ich euch das nächste Mal auch wieder mit dabei habe. Bis dahin sage ich euch Tschüss, eure Tina.